Hallo, heute möchten wir erklären, warum der Herbstscan von Raps und Getreide in der modernen Stickstoffdüngung so wichtig ist. Fakt ist, Pflanzen wachsen auf verschiedenen Schlägen, aber auch innerhalb eines Schlages unterschiedlich gut. Dies hat vielfältige Ursachen. Die Wachstumsunterschiede kann man bestens mit Hilfe des Yara-N-Sensors ermitteln. Der N-Sensor weist dieses Wachstum in Form der aktuellen Stickstoffaufnahme aus. Im Beispiel sehen wir, dass der östliche Teil, also die gelben und hellgrünen Zonen, Stickstoffaufnahmen von 50 bis 70 Kilogramm je Hektar aufweisen. Die dunkelgrün dargestellten Bereiche im westlichen Teil des Feldes zeigen dagegen 100 Kilogramm und mehr an Stickstoffaufnahme in den Pflanzen. Diese Differenzen müssen unbedingt bei der Düngung im Frühjahr berücksichtigt werden. Egal welche Winterkultur, egal welche Region und egal welche Schlaggröße, auf allen Feldern finden wir Unterschiede, wie an den rund 100.000 Hektar Herbstscan-Daten des letzten Jahres zu erkennen ist. So sind im Raps Differenzen von 80 bis 90 Kilogramm N-Aufnahme je Hektar keine Seltenheit, sondern die Regel. In der Wintergerste finden wir durchschnittlich N-Aufnahmen von 10 bis 43 Kilogramm. Und selbst im Winterweizen, der im Herbst relativ wenig Zeit zum Wachsen hat, variieren die N-Aufnahmen um den Faktor 5. Darauf reagieren Landwirte bereits. Sie nutzen verschiedenste Methoden, um die richtige N-Düngermenge für die Pflanzen zu ermitteln. Dabei müssen sie natürlich die gesetzlichen Vorgaben mit berücksichtigen. Das Problem dabei: herkömmliche Methoden liefern lediglich eine punktuelle Information. Statistisch gesehen variieren die N-Aufnahmen aber alle 20 x 20 Meter. Das sind auf einem 5-Hektar-Feld über 100 oder auf einem 50-Hektar-Feld über 1200 unterschiedliche Stickstoffaufnahmen. Genau diese präzisen und hochaufgelösten Informationen liefert der Herbstscan mit dem N-Sensor. Und so funktioniert's. Getreide- und Rapsbestände werden im Herbst mit dem N-Sensor gescannt. Die Daten werden automatisiert in unser Datenportal Agriport übertragen. Hier lassen sich alle N-Sensor-Daten einfach und schnell managen. Pro Feld oder Winterkultur benötigen wir nur wenige Klicks, um eine Streukarte für die erste Stickstoffgabe im Frühjahr zu erzeugen. In unserem Beispiel sehen wir, dass im Durchschnitt des Feldes 70 Kilogramm Stickstoff je Hektar gedüngt werden, dieser aber intelligent verteilt. Die gut entwickelten Bestände im westlichen Teil des Feldes erhalten geringere N-Düngermengen. Es sind um die 40 bis 60 Kilogramm N je Hektar. Die schwächer entwickelten Teilbereiche im Osten werden dagegen mit deutlich höheren Stickstoffgaben von bis zu 120 Kilogramm je Hektar gedüngt und so in ihrer Entwicklung gefördert. Mit den so erzeugten Streukarten sind wir auf den Beginn der nächsten Düngesaison optimal vorbereitet. Der Herbstscan mit dem N-Sensor bietet für Raps und Getreide mehrfachen Nutzen. Wir erhalten hochaufgelöste Informationen zur Heterogenität der Bestände und passen die Stickstoffdüngung daran an. Die Stickstoffaufnahme im Herbst ist nachweislich der beste messbare Pflanzenparameter, um die Höhe der ersten N-Gabe im Frühjahr zu bestimmen. Mit dem Herbstscan haben wir also die Sicherheit, diese Gabe bedarfsgerecht und teilflächenspezifisch ausbringen zu können. Mit der richtigen Höhe der ersten N-Gabe erreichen wir erstens zielsicher das Optimum der N-Düngung und zweitens sind frühzeitig bedarfsgerecht ernährte Pflanzen im Jahresverlauf widerstandsfähiger bei Trockenheit. Und nicht zuletzt werden die gesetzlich zulässigen Stickstoffmengen eingehalten. Das war's auch schon. Mehr Informationen erhalten Sie auf unserer Website.